einen wunderschönen Feierabend wünsche ich euch. Heute ist wieder Zeit für ein leckeres Bruschetta. Habt ihr das letzte schon mal probiert mit den Tomaten? Das haben wir ja schon mal gemacht. Wirklich sehr lecker. Und ich habe auch noch eins mitgebracht aus Italien. Und das muss ich euch heute unbedingt zeigen. Das geht super, super schnell. Und dazu brauchen wir 2 Scheiben Bruschetta-Brot. Das gibt es ja so zu kaufen. Oder ihr nehmt Ciabatta. Deutsch. Ach Mensch, Joanna, ey. Also, wenn ihr Deutsch lernen wollt, dann nicht bei mir. Okay. Oder vielleicht doch? Nochmal. So, also 2 Scheiben Bruschetta-Brot oder ihr nehmt wieder Ciabatta oder ein ganz normales Weißbrot. Ein paar White Tiger Garnelen sind das. Dann ein bisschen Rucola, Salz und Pfeffer, Knoblauch, Tomaten, gelbe und rote, ein bisschen leckeres Olivenöl und ein wenig Basilikum und Petersilie. Und dann müssen wir jetzt alles ein bisschen vorbereiten und das mache ich jetzt und ihr hört wieder ein bisschen schöne Musik. Die Tomaten habt ihr gesehen, Tomaten sagt man in Franken, Tomaten, die habe ich geviertelt, geachtelt, halbiert, in Scheiben geschnitten in allen möglichen Variationen, dass sie halt auch auf dem Bruschetta dann so ein bisschen ein hübsches Bild abgeben, denn auch eine halbe Tomate sieht nett aus, so eine kleine, aber wenn es dann alle halb sind, dann legen die sich nicht so schön auf das Brot drauf. Drum könnt ihr die ruhig ein bisschen variiert schneiden. Dann müssen wir als nächstes hier die Shrimps, die habe ich auch abgepult, habt ihr gesehen. Einfach die Schale entfernen, den Panzer und auch hier hinten ist dann immer meistens so ein Darm drin. Den muss man auch nicht unbedingt haben. Es wäre zwar vegetarisch, was da drin ist, da sind ja bloß so Algen und so und Sand manchmal so. Wenn man den drin lässt, dann knispert es manchmal. Also es muss nicht unbedingt sein. Und jetzt muss man dann die Pfanne schon mal ein bisschen vorheizen und dann werden die Shrimps etwas gebraten. Und da habe ich euch ja schon erklärt, ist es auch ganz wichtig, dass wir da nicht zu lange braten, denn die müssen nicht so durchgeknuspert werden, dann sind die nämlich dann hart und trocken. Ich mache es dann immer so, ich nehme dann wirklich nur die Hälfte der Zeit und das kann ich euch auch raten, die ihr eigentlich vorhabt, die Shrimps zu braten, denn ihr braucht da keine Angst haben, das zieht dann noch durch, genauso wie auch beim Fleisch und so bleibt es dann auch schön knackig, denn es geht nichts über einen knackigen, saftigen Shrimp und wenn die zu lange in der Pfanne sind, dann werden sie richtig gummi und trocken und dann schmecken die überhaupt nicht mehr. So, dann also heizen wir die Pfanne vor schon mal und auch die Bruschetta. Die tun wir dieses Mal im Opti-Grill toasten, weil den haben wir ja schon mal probiert mit dem New York Sandwich und da können wir nämlich auch einfach so ein bisschen oben anknuspern, schaut auch immer recht schön aus mit den Streifen, mit dem Branding, das habe ich ja gelernt. Also den heizen wir jetzt mal auf und stellen mal ein auf die Sandwich-Funktion. Könnt ihr natürlich auch im ganz normalen Toaster oder im Ofen auch die Bruschetta vorbereiten. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Da hatten wir es ja mit den Tomaten auch im Ofen so ein bisschen angeknuspert. Oder ihr habt einen riesen Monster-Toaster, das geht natürlich auch. Beziehungsweise schneidet ihr euch einfach die Bruschetta durch und dann toastet das ein bisschen an. Aber ich finde halt den Opti-Grill wirklich Opti. Und diese Sandwiches da drin zu machen, die sind echt mega lecker. Also ich habe jetzt schon mehrere gemacht, kann ich echt empfehlen. Bin total begeistert. Es geht auch abends mal ganz, ganz schnell oder mittags einfach zusammen. Und man kann die auch im Ganzen eben dann sandwichen da drin, nicht bloß zum Toasten. Jetzt haben wir unsere Pfanne soweit heiß, jetzt brauche ich noch ein bisschen Olivenöl und dann gebe ich die Shrimps rein und dann braten wir die erstmal ein bisschen an. Ihr seht, die verfärben sich jetzt schon. Ich schalte jetzt auch die Platte dann schon aus und lege den Deckel drauf, drehe sie einmal um
Und ziehe es auch von der heißen Platte weg, weil die Pfanne, die speichert unwahrscheinlich viel Hitze. Meine Lieblingspfanne, die ist echt wirklich von allen Seiten mit dieser Hitze behaftet, die von unten von der Platte kommt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil da die Sachen ziemlich schnell garen. Also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, seit ich die benutze, dass die Sachen unwahrscheinlich schnell gar werden. Und diese Pfanne hat wirklich eine tolle Hitze und es verteilt sich in dem gesamten Bereich und in der gesamten Form. So, und das riecht wirklich toll. Merkt ihr, das sprudelt noch. Die ist überhaupt nicht mehr auf der Platte und die Hitze ist immer noch da. Und so lassen wir sie jetzt einfach stehen. Schau mal, das sprudelt hier immer noch und dampft. Das lässt jetzt erst nach. Das dauert ewig. Also die speichert unwahrscheinlich die Hitze. Und die sieht man schon, die sind jetzt so richtig schön knackig. So, ich glaube, das reicht. Schönes Bruschetta-Toast, heiß. Und jetzt können wir es dann nach Herzenslust belegen. Und voilà, fertig ist ein leckeres Bruschetta mit White Tiger Shrimps oder Garnelen, wie ihr sie auch nennen möchtet. Und ich habe vorhin was probiert. Habe ich da irgendwas am Zahn? Ist da irgendwo ein schwarzer Pfeffer oder so? Nee. Ich habe nämlich vorhin genascht, habe probiert, ob die wirklich knackig sind und die sind knackig. Also rausnehmen, wirklich ziehen lassen, nicht rausnehmen, halt drin lassen in der Pfanne, aber runter von der Platte, weil wenn die zu trocken sind, dann nützt das ganze hübsch angerichtete und dekorierte Bruschetta nichts. Also lasst euch gut schmecken, probiert es aus, es riecht wirklich toll, auch mit dem Knoblauch. Herrlich. Und wir sehen uns am Sonntag. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, eure Joanna. Ciao, ciao, macht's gut. Das ist echt toll. Everything